Hallo! Aller Anfang ist schwer und das gilt genauso für mich und die Notes im Fokus-Reihe. Und deswegen habe ich natürlich gleich im ersten Video Teile von dem Sprite 2D Funktionalitäten vergessen und die möchte ich euch heute nachreichen. Mein Name ist Jo und ich bin der Spielemacher. Wie im Intro schon angesprochen, habe ich im Sprite 2D Video ein paar Kleinigkeiten vergessen. Wir schauen uns die jetzt einfach noch an, damit wir ein vollständiges Bild von der Sprite 2D Node haben. Dafür klicke ich jetzt hier einmal in unserer Scene View auf das Sprite und wir schauen uns das Offset nochmal an. Das Offset, das hatten wir ja, was wir allerdings vergessen haben, war das Centered Flag, das Flip H und das Flip V Flag. Das Centered Flag ist ähnlich wie der Offset, den ich manuell einstellen kann, nur dass dieser ein paar Standardwerte setzt. Und zwar standardmäßig liegt unser Ursprungspunkt in der Mitte. Wenn ich dieses Centered Flag aber absetze, also auf Off schalte, dann liegt dieser links oben im Sprite. Das sind einfach so übliche Standardwerte für Ursprungspunkte in Sprites. Mit Flip H dagegen kann ich das Sprite spiegeln, und zwar auf der horizontalen, und ich kann es mit Flip V auf der vertikalen spiegeln. Gerade das horizontale Spiegeln ist relativ wichtig im 2D-Bereich, da ich das nutzen kann, um zu verhindern, dass ich das Sprite in die eine Richtung und in die andere Richtung malen muss. So muss ich es nur nach rechts malen und kann es nach links schauen lassen, indem ich das Flip H-Flag setze. Was wir auch vergessen haben, ist, was wir denn alles skripten können an dem Sprite 2D. Standardmäßig kann man an den Nodes eigentlich alle Elemente auch im Code setzen, sprich ich kann im Offset das Center, das Flip H, das Flip V und so weiter setzen, und meistens kommen pro Node auch noch ein paar Funktionen dazu. Bei Sprite 2D sind das nicht übermäßig viele, aber wir schauen sie uns auf jeden Fall noch an. Um das anzusehen, speichere ich mal die Szene, gehe auf unser Sprite und klicke den Knopf, um ein Skript anzulegen. Der Name des Skripts ist erstmal völlig egal, ich nehme den Standard, den er mir hier vorschlägt. So, was ich jetzt hier machen will, wenn ich nach links drücke, möchte ich, dass er nach links schaut, wenn ich nach rechts drücke, möchte ich, dass er nach rechts schaut, und genau das mache ich hier. Ich gebe ein if input is action pressed, UI left, das sind standardmäßig die linken Pfeiltasten zum Beispiel. Dann soll Flip H, also der horizontale Flip, auf True gesetzt werden, dann schaut er nach links. Ansonsten, falls UI right gedrückt ist, wollen wir das Flip H auf False zurücksetzen. Ich speichere das Ganze, starte die Szene und jetzt drücke ich mal auf die linke Pfeiltaste, er schaut nach links, ich drücke auf die rechte Pfeiltaste, er schaut nach rechts. Das heißt, das funktioniert soweit. Was wir auch noch haben, sind eben die Funktionen des Sprite 2D. Das ist zum einen getRect, das gibt uns genau dieses Rechteck zurück. Das können wir dann zum Beispiel benutzen, um festzustellen, ob in das Sprite geklickt wurde. In eine ähnliche Richtung geht die Funktion isPixelOpaque, das einen Vector2 entgegennimmt. Und zwar wird hier geprüft, ob das Pixel, das sich an dieser Position des Sprites, in dem Fall also 00, also oben links befindet, ob dieses Pixel durchsichtig ist. In diesem Fall würden wir False zurücklegen, oder opak, also ausgefüllt ist. Das war es eigentlich schon vom Sprite 2D. Ein paar Kleinigkeiten, die ich noch ergänzen wollte. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns.